I'm Suad McKenna, the national security reporter for The Washington Post. I've been covering global terrorism since September 11th, tracing the roots of the modern jihadist movement. A thread I've seen run through much of my reporting is the role prisons play in creating terrorists. The two brothers who attacked the Paris offices of the satirical magazine Charlie Hebdo in 2015 were radicalized in prison. So was the ring leader of the ISIS cell that killed scores of people in Paris in 2015 and members of the Belgian gang that bombed the Brussels airport the following year. Jihadist networks in prisons are nothing new, but since the attacks in Paris and Brussels, and especially since the collapse of ISIS in Iraq and Syria, European countries are getting tougher on returnees from the Islamic State, struggling to keep their increasingly crowded prisons from becoming training centers for the next generation of terrorists. In Belgium, I saw a new program that separates the most dangerous Islamists from other prisoners. Officials at other institutions disagree with this approach. They argue it doesn't help and could even make matters worse. Wir der Auffassung sind, dass wir dann an den radikalisierten Personen, an die überhaupt nicht mehr rankommen. In Germany, instead of isolating Islamists, prisons deploy highly trained guards who look for signs that an inmate is being radicalized or seeking to radicalize others. In one facility in Frankfurt, a guard showed me what he can learn about a prisoner by what's in his bag. He sifts through inmates' prayer beads, sneakers and homemade CDs. Hier haben wir einen Koran. Koran für sich betrachtet ist ja jetzt mal nicht das Problem. Also jeder kann einen Koran haben und der Koran an sich gibt ja auch in der Regel nichts anderes her. Aber in dem Fall, hier ist auch noch eine Einlage drin, handelt es sich eben um einen aus der Lies-Stiftung. Und die ist ja ganz klar mittlerweile verboten und auch salafistisch geprägt. Von daher wäre das jetzt so das erste Indiz auch zu sagen, okay, warum ist es ausgerechnet dieser Koran und nicht irgendein anderer? Er ist von der Lies-Stiftung in Verbindung jetzt vielleicht sogar mit der saudi-arabischen Flagge, dass zumindest die Richtung Salafismus da angesagt ist. At a facility near the city of Darmstadt, I saw how guards are trained to talk to prisoners who they fear are susceptible of being radicalized. Ja, ich habe sie erlebt, wie sie vorgesungen haben, zum Gebet aufgerufen haben. Genau. Haben sie schon einen sehr gläubigen Eindruck auf mich gemacht. Ja. Ich bin auch muslimische Gläubige, ich bin nicht radikale, nur nicht so intensiv, aber ich bin so ganz neutral. Das ist das Schlimmste, das Gefährliche hier in JVA und natürlich draußen genauso das Gleiche. Die Imam das richtige Weg zum Beten zeigen. Überhaupt hat keine Erfahrung von über Religion oder Islamische und einfach hier im Knast gelernt und natürlich alles einfach zusammen mit manchen Leuten unterhalten, das sehr intensive Thema sprechen, sehr gefährlich. Wenn jemand hatte keine Erfahrung in diesem Thema, das ist wirklich sehr gefährlich. At another Darmstadt prison, I met a German man who asked to be called Abu Shahid. In 2014, he tried to rob a store to get money to travel to Syria and join ISIS, but he was arrested and sent to prison. Abu Shahid said his urge to go fight sprung out of videos he saw of pro-government forces abusing Syrian women and children. Als Muslim fühlt man sich halt auch verpflichtet. Man sollte seinem Glaubensbruder oder Glaubensschwester genau das gönnen, was man auch selber im Leben hat. Ich mache meinen Kühlschrank auf, ich sehe, mein Kühlschrank ist voll. Ich gucke meine Kinder an, die spielen, die lachen und denen geht's gut. Da habe ich mir gedacht, jetzt so kann es doch nicht weitergehen. Was kann man dagegen tun? Identifizieren Sie sich mit der Gruppe? Nein. Nein, aber ich bin halt Muslim und jeder Muslim würde halt gerne einen eigenen Staat haben, wo er halt den Islam so ausleben kann, wie es sich halt gehört für einen Muslim. Man kann auch Leute gefangen nehmen. Man muss ihnen ja nicht sofort den Kopf abschneiden. Aber als Muslim kannst du doch kein Geschöpf von Allah entmenschen. Es ist ein Mensch, er hat eine Seele. Deswegen, man soll auch nicht, wenn man jemanden tötet, einen Genuss daran haben. Before I met him,
Abu Shahid had been transferred from another facility, where records show he tried to recruit others and got in arguments with some of the prisoners. Leute auch sozusagen also zu erklären auch, wie sie die Welt sehen, auch die Politik auf der Welt, also die Unterdrückung. Ich habe damit aufgehört, weil es bringt nur Probleme. Weil viele Leute tun es in den falschen Hals kriegen und dann passieren Aggressionen. Und wie gesagt, ich will hier meine Zeit ganz in Ruhe, ganz normal durchziehen. Und ich hab draußen, meine Kinder haben ein Anrecht auf mich. Meine Eltern haben ein Anrecht auf mich. Wenn ich Ihnen jetzt ein paar Namen nenne, können Sie mir dann sagen, ob Sie den als Vorbild sehen vielleicht oder was Sie von denen halten? Ich habe diese Menschen nicht als Vorbild. Osama Bin Laden? Osama Bin Laden ist ein guter Mann, ja. Despite nearly 4 years in prison, Abu Shahid told me that many of his core beliefs have not changed. He's angry about what he sees as the mistreatment of Muslims in many parts of the world. Jetzt, dass wir oft unter Verdacht stehen. Wenn sich ein Gefangener einen Bart wachsen lässt, dann wird er gefragt, hier, hast du die Seiten gewechselt? Derjenige hat überhaupt mit dem Islam nichts zu tun. Oder wenn er halt mit Bärtigen sich unterhält und mit ihnen ein bisschen Zeit verbringt, wird dann direkt auf ihn, ja hallo, haben sie dir was erzählt, dies, das. Das sind so Sachen, die schon störend sind. At all of the facilities we visited, one question looms large. Is de-radicalization even possible for the most extreme inmates? Noch in den Anfängen dann, weil einfach die Verweildauer hier zu kurz ist. Aber wir machen hier durchaus Anbahnungen zu externen Anbietern zum Teil, die sich der Deradikalisierung verschrieben haben, sogenannten NGOs, damit wir hier schon die Möglichkeit bekommen, wenn denn die Möglichkeit besteht über die Freiwilligkeit des Gefangenen, da auch schon Kontakte aufzubauen, entsprechend vielleicht im Bereich Deradikalisierung schon zu arbeiten. Prison officials acknowledge that they are engaged in a race against time. Many of the jailed returnees from the Islamic State will regain their freedom in as little as 2 years. If these attempts to rehabilitate them fail, the consequences could be deadly.